diesem Video zeigen wir Ihnen die erweiterten Einstellungen, die Sie beim Freigeben einer Kartenmappe für den EasyMap Explorer vornehmen können. Wir erklären Ihnen, wie Sie die erweiterten Einstellungen öffnen, wie Inhalte und Ebenen im Einstellungsfenster gegliedert sind, wie Sie die Reihenfolge von Ebenen ändern und welche Einstellungen Sie für die Inhalte und Ebenen vornehmen können. Zu den erweiterten Einstellungen gelangen Sie beim Freigeben einer Kartenmappe. Dazu rufen Sie im Hauptmenü das Menü Explorer auf und klicken anschließend auf Freigeben. Eventuell müssen Sie sich zunächst im EasyMap Explorer Portal anmelden. Die einzelnen Schritte der Anmeldung werden Ihnen separat im Video Freigeben von Karten für den EasyMap Explorer erklärt. Nach der Anmeldung im Explorer Portal wechselt das Dialogfenster in den Veröffentlichungsmodus. Wir wählen Neue Kartenmappe erstellen. Im Fenster Einstellungen können Sie Zusatzinformationen festlegen, die im Kontext Ihrer Kartenmappe im EasyMap Explorer angezeigt werden sollen. In diesem Fenster gelangen Sie auch zu den erweiterten Einstellungen, die wir jetzt mit Klick auf den entsprechenden Button öffnen. Im linken Teil des Fensters sind alle verwendeten Ebenen und Inhalte Ihrer Kartenmappe aufgelistet. Diese sind in den erweiterten Einstellungen entsprechend der Ansicht im EasyMap Explorer gegliedert und zusammengefasst. Besitzt eine Ebene weitere Unterelemente, wie zum Beispiel bei der Grundkarte, so können diese mit Klick auf den Pfeil aufgelistet werden. Die Symbole neben den Ebenen geben Auskunft über die Verfügbarkeit und Sichtbarkeit der Ebene im Explorer. Ein offenes Auge gibt an, dass die entsprechende Ebene verfügbar und beim Öffnen der Kartenmappe sichtbar ist. Ein geschlossenes Auge kennzeichnet eine Ebene, die zwar verfügbar, aber zunächst unsichtbar ist. Ebenen, die nicht verfügbar sind, werden mit dem Verbotszeichen gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Inhalte und Ebenen können Sie mit den Befehlen Ebene runter und Ebene hoch ändern. Wir wählen die Ebene Vertriebsgebiete Flächen aus und verschieben diese nach unten. Für Ebenen und Inhalte Ihrer Karte können umfangreiche Einstellungen vorgenommen werden. Wir wählen die Ebene Karten und Themen aus, um diese zu konfigurieren. Im rechten Bereich werden die Einstellungsmöglichkeiten für diese Ebene aufgelistet. In den Punkten Standardansicht und Steuerungsfenster können Sie festlegen, welche Karte und welche Steuerungsfenster beim Öffnen der Kartenmappe im EasyMap Explorer angezeigt werden sollen. In unserem Fall soll die Karte Umsatz, Postleitgebiete und das Steuerungsfenster Inhalt beim Start angezeigt werden. Wir wählen jetzt die Karte Umsatz, Postleitgebiete aus. Im Menü Kartentitel fügen wir der Karte zusätzlich ein Logo hinzu. Dazu ändern wir die Darstellung zu Logo und Text und wählen anschließend unser Logo aus. In der Karte Entfernungszonen wählen wir die Ebene Symbole Kunden aus, um diese anzupassen. Im Untermenü Datenanzeige können Sie einstellen, ob und mit welcher Nutzerinteraktion Daten in der Karte angezeigt werden sollen. Wir entscheiden uns für bei Klick, sodass Daten mit Klick auf die Kundensymbole über kontextsensitive Tooltips angezeigt werden. Sie können außerdem festlegen, welche Daten angezeigt werden. Unter Tabellen und Spalten finden Sie die Tabelle Kundenstamm, welche Datengrundlage der Analyse ist. Im Punkt Spalteneinstellungen klicken wir auf Bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Datenspalten der Tabelle aufgelistet sind. Mit den Häkchen markieren Sie, welche Spalte in der Tabelle für die Suche oder für die Datenanzeige verfügbar ist. Wir entfernen das Häkchen für die Spalte Adresse, damit diese nicht in der Datenanzeige erscheint, und bestätigen mit OK. Legenden und Diagramme sind Unterelemente Ihrer entsprechenden Kartenebenen. Wir wollen für die Farblegende Entfernungszonen festlegen, wo diese später im EasyMap Explorer platziert wird, und wählen diese aus. Standardmäßig werden Legenden unterhalb des Steuerungsfensters platziert. Wir entscheiden uns ebenfalls für diese Platzierung und wählen im Punkt Anzeige die Option unter dem Steuerungsfenster aus. Zum Abschluss können Sie Karten eine Hintergrundkarte hinzufügen. Dazu wählen Sie in der Karte die Ebene Hintergrundkarte aus. Im rechten Teil können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen.
Wir entscheiden uns unter dem Punkt Straßenkarten für BKG Top Plus als Hintergrund für unsere Karte Umsatz-Postleitgebiete. Mit Klick auf OK bestätigen Sie alle vorgenommenen Einstellungen. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, können Sie die Kartenmappe mit Klick auf Fertigstellen für den EasyMap Explorer freigeben. Dort steht die Kartenmappe jetzt zur interaktiven Ansicht zur Verfügung.